Hallo, René hier. Heute will ich Sie wieder weniger breit getretene Pfade führen und Ihnen vom Umbau meines Setups berichten, wobei der Begriff Umbau nicht etwa elektrotechnisch zu verstehen ist, sondern sozusagen architektonisch. Mein Gott, er hat halt umgeräumt. Das hätte er einfacher sagen können. Naja, umgeräumt klingt so nach Lust und Laune. Es hat schon seine technischen Motive gehabt. Der allerwichtigste Grund war der, dass ich trotz gewaltigem Freiraum um den Verstärker herum eine Hitzewolke über dem Gerät feststellen musste, die mir nicht besonders gefiel. Man soll seiner Elektronik das Leben nicht schwerer machen als nötig, dachte ich, vielleicht dankt sie es mir mit einer längeren Lebensdauer. Ein zweiter Grund war die Länge der Lautsprecherkabel. Im Zuge meines Upgrade-Rundumschlags musste ich meine alten 3,50 Meter langen Kabel durch bessere ersetzen. Besser als gut bedeutet aber teurer, und dann muss man schon ein wenig bei der Länge geizen. Man kann nicht einfach locker nach laufendem Meter von der Rolle kaufen. Bei jeder Zugabe von nur 50 Zentimetern kriegt man unschöne Hitzewallungen. Der Abstand Verstärker, Lautsprecher will also wohl kalkuliert sein. Vorher machte es nichts, wenn der Amp rechts stand. Die 3,50 Meter Kabel ließen mir da völlig freie Hand. Dann war die überflüssige Länge auf dieser Seite, die wegen der Signallaufzeit nun mal gleich sein muss, eben verschenkt. Was soll's? Diesmal lag die finanzielle Schmerzgrenze aber schon bei 2,5 Meter pro Stereoseite, und die reichen nur, wenn der Verstärker genau in der Mitte steht. Der dritte Grund war zugegebenermaßen vorerst mal rein ästhetischer Natur. Meine zwei riesigen Racks mit einer Breite von je 1,30 Meter, also insgesamt 2,60 Meter, war sinnvoll in der Zeit der häufigen Verstärkertests. Jetzt, wo der Würfel gefallen ist, wollte ich es luftiger vor der Nase. Dass ich mir mit der vermeintlich nur optisch relevanten Entscheidung einen riesen Gefallen tat, davon möchte ich Ihnen am Ende des Videos noch genaueres erzählen. Der Effekt war nämlich verblüffend. Übrigens, ein verblüffender Effekt würde auch dann eintreten, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Er würde dann nämlich die 2000 Abonnentengrenze erreichen. Mein Umbau, von dem ich Ihnen gleich im Detail erzählen werde, ist schon geschehen, aber wir spulen jetzt erstmal die Zeit zurück. So sah es vor dem Umbau aus in meinem Hörzimmer. Oh, Entschuldigung, das war zu weit zurück. Lassen Sie mich korrigieren. So ist es wohl richtig. Noch war mein Rücken schmerzfrei, aber ich wusste, ich musste ihm bald einiges antun, und es war viel Schweiß vor den Erfolg gesetzt. Wie schön wäre es gewesen, wenn da einfach eine gute Fee gekommen wäre, und mit einer geheimnisvollen Zauberbewegung wären alle die schweren Teile einfach weggeschwebt wie diese Damen hier. Oh, mein Wunsch wurde erhört. Wie schön! Deshalb hatte ich dann noch ein wenig Kraft übrig für den Wiederaufbau, der ja auch nicht ganz ohne war. Und noch schlimmer, die ersten 2 Bodenplattformen, die ich brauchte, die hatte ich ja noch gar nicht. Also ab in die Werkstatt. Ein erneutes DIY-Video wollte ich Ihnen nicht antun, hier nur stellvertretend ein paar Sekunden von der Arbeit am neuesten Projekt. Da ich gerade an meinem Auto arbeitete, waren die Lackierpistolen sowieso schon aufgewärmt, und der Farbauftrag geschah dann parallel in einem einzigen Aufwasch. Das Zerpflücken der Anlage war eine wunderbare Gelegenheit,
mal die Plinius optisch der Bells bzw. den beiden Bells gegenüberzustellen. Ich dachte, es sei vielleicht ein reizvolles Spielchen, Preise und technische Daten zu kontrastieren, völlig zweckfrei. Es soll mit diesen Zahlen nichts gesagt und nichts bewiesen werden, aber ich finde es ganz interessant, Verstärker unter die Lupe zu nehmen, die einerseits vergleichbar sind, andererseits wieder jenseits aller Vergleichbarkeit stehen. Beginnen wir mit dem Gesamteindruck. Zwei 350A-Verstärker aufeinander gestapelt geben erst in etwa das Volumen einer einzigen A300. Eine Bells wiegt knapp 30 Kilo, die Plinius hingegen 57 Kilo. Aus diesem Kampfgewicht holt sie im Stereobetrieb 2 mal 300 Watt, die Bells, welche nur die Hälfte wiegt, immerhin 250 Watt pro Kanal an 8 Ohm. Ein wahres Wunder geschieht dann im Monobetrieb. Fährt man die 350A über XLR an, leistet sie unglaubliche 1000 Watt als Monoblock, genauso wie die gewaltige Plinius im Einkanalbetrieb. Sie hat eine fantastische interne Speicherkapazität, die es ihr ermöglicht, bei Bedarfsspitzen satt nachzuliefern, ohne in Bedrängnis zu kommen. Das hört man, wenn man die Bells abschaltet. Sie spielt dann kreuzfidel noch eine halbe Minute weiter, bis sie endlich in die Knie geht. Damit habe ich schon viele Leute, sogar Techniker, verblüfft. Dieses Späßlein wollte ich Ihnen nicht vorenthalten und habe das Phänomen im folgenden Clip dokumentiert. Die große Stoppuhr oben zeigt, aufwärts zählend, wie lange die Musik noch zu hören ist. Das kleine Countdown-Feld unten beginnt bei 60 Sekunden und zeigt abwärts zählend, wie lange es dauert, bis wirklich der allerletzte Funken verbraucht und der Tank leer ist, nämlich circa 50 Sekunden. Aber die Technik ist noch nicht der Klang. Und wie viel Lorbeeren die Bells vor 20 Jahren auch geerntet haben mag, mit einer A300 kann sie es nicht aufnehmen. Wattleistung alleine und clevere Schaltungskniffe sind nicht alles. Betrachten wir zum Beispiel die Klirrwerte, dann verstehen wir das relativ schnell. 0,1% bei der Bells, 0,05 bei der Plinius. Bleiben wir fair. Die Konstruktion der Plinius liegt schon im Bereich der Cost-No-Object-Philosophie und die Firma Power Modules unter Dave Bells wollte im bezahlbaren Bereich bleiben, was im Klartext lautet, grob 5.000 bis 6.000 Dollar für eine Bells und das Vierfache, also 20.000 Dollar für eine Plinius. Da vergleichen wir wieder mal Äpfel und Birnen. Also breche ich den Vergleich technischer Daten lieber ab und biete Ihnen noch ein paar Sekunden lang
optische Eindrücke von dem ungleichen Paar. Ein netter Abonnent namens Albert hat mir geschrieben, er würde der Dame gerne mal tiefer ins Dekolleté schauen und ich bin sicher, er ist nicht der einzige Techniker unter Ihnen, der das Gerät auch von innen sehen möchte. Diese Stelle des Videos ist sicher die beste Gelegenheit, auch die inneren Qualitäten zu offenbaren. Wahrscheinlich ist erstmal die Enttäuschung groß, denn man sieht nichts als die üppig bestückte Platine, die tiefere Einblicke verwehrt. Bei Plinius liegt, wie ich schon sagte, die Kraft im Hara, im unteren Bereich also. Man müsste das Ungetüm umdrehen und von unten aufschrauben. Gott sei Dank habe ich ein Foto im Netz gefunden, welches mir den Kraftakt erspart hat. Da ich schon mal bei der Eingeweideschau bin, habe ich gedacht, ich lasse Sie auch mal einen Blick in die 350A werfen. Die Gegenüberstellung ist sicher sogar für Laien und technisch nicht Interessierte aufschlussreich und lässt verstehen, warum die Plinius ein wenig teurer ist. Der Wiederaufbau. Schritt 1. Die Plattform für den Stromverteiler, bei mir bekanntlich der Ansutz Mainz 8 A3. Es gibt zwar auch hauseigene Dämpferfüße, welche wirklich wirksam sind, aber wie immer bei Ansutz in einem Preisbereich liegen, wo man doch gut überlegt und notfalls lieber spart. Ich habe der A3 deshalb zusätzlich zu den Spikes der Plattform auf dicken Alutellern und zur 13 Kilo Sandsteinplatte nur einen Satz Audioplanfüße gespendet, die ich noch von früher im Regal hatte.
Hätten Sie den Verteiler gewohnheitsmäßig richtig herum aufgestellt? Ich hab's nicht gemacht. Mir war es wichtig, die Stecker so leicht und einfach wie nur irgend möglich ein- und ausstecken und kontrollieren zu können. Deshalb also mit dem Gesicht zur Wand. Höflichkeit gegenüber Ansutz und infantiler Logostolz zählen hier nicht. Die Plattform ist übrigens, wie alle anderen natürlich, mittels der durchgebohrten Schraubfüße leicht in die Waage zu bringen. Sie dient als Trägerplattform für die zweite Etage, von der später die Rede sein wird. Genau davor wird nun die zweite Plattform platziert. Sie erhält eine sandgefüllte, schichtverleimte Platte. Wahrscheinlich haben Sie richtig geraten, sie ist reserviert für das neue Herz der Anlage, für die Plinius. Der Tiefbau ist damit vorbei. Leider muss nun doch wieder der Hochbau dazukommen für die weiteren Geräte. Oben liegt schon eine 5 Zentimeter dicke Granitplatte drin. In den Stockwerken drunter müssen es schichtverleimte Platten tun. Die gesamte linke Seite ist für den Plattenspieler reserviert. Der Edelstahlunterbau mit den sandgefüllten Rohren ist schon aufgestellt und wir legen die dreieckige Basis des Laufwerks drauf. Damit um Gottes Willen ja kein Unglück passiert, fixiere ich sie mit kräftigen Kabelbinden. Nun ist Gewichtheben angesagt. Der Unterbau des Royal wird auf das Dreieck gesetzt, bis die Füße sauber einrasten. Eine kurze Politur kann nicht schaden, aber hochglanzpolierte Geräte sind leider eine lebenslange Tortur. Da lobe ich mir den neuen Trend zu Schwarz oder den nur matt glänzenden neuen Verbundmaterialien. Die Wasserwaage zeigt mir, dass der Unterbau nicht perfekt ausgerichtet ist. Für solche Fälle hat man bei Acoustic Solid schon vorausgeplant, die Füße lassen sich natürlich einstellen. Ein bisschen drehen, und schon passt die Sache. Der 25 Kilo Plattenteller lässt sich am Boden leichter polieren, deshalb wird das gleich vorneweg erledigt. Ich überprüfe noch einmal, ob die Lagerkugel, die sich ja schon einmal aus dem Staub gemacht hat, noch in ihrer Höhlung sitzt. Das war eine dramatische Geschichte vor einem Jahr, aber jetzt funktioniert alles wieder wunderbar. Die Spindel wird eingeölt, damit sie leichter in den Lagerschaft rutscht.
Es ist zwar mehr als unwahrscheinlich, dass sich am Tonarm etwas verstellt haben sollte, ich prüfe trotzdem kurz nach, es dauert ja nur ein paar Sekunden. Die Schablone sagt mir, dass der Azimut noch pfeilgerade steht. Die Digitalwaage beruhigt mich mit ihrer Messung von genau 2 Gramm Auflagegewicht. Ich kann nun die elektronischen Komponenten installieren. Zuallererst die Steuerdose. Dieses Kabel führt zum Motor. Eigentlich war geplant, den Motor auf diesen Auslegearm hier draufzustellen, damit das Ganze eine kompakte Einheit bleibt. Hat aber nicht geklappt, weil sich Vibrationen vom Motor auf das gesamte Gerüst übertrugen und vom Tonabnehmersystem aufgefangen wurden. Deshalb musste ich dann nachträglich eine eigene freistehende Säule für den Motor hinzufügen. Technisch Interessierte mit Adleraugen werden vielleicht fragen, was dieser kleine Auslegearm bedeutet. Das ist die vorbereitete Trägerplattform für eine weitere Dose, auf der dann ein zweiter Tonarm montiert werden könnte, habe ich aber bis jetzt noch nicht benutzt. Zuletzt wird die Steuereinheit über den kleinen Trafo mit dem Netz verbunden. Oh je, da fehlt noch ein Einlegebrett. Schnell noch mal in die Werkstatt. Tja, hier gibt es keinen Baumarkt, der einem alles nach Wunsch zuschneidet. Ein allerletztes Mal prüfen wir, ob der Teller plan liegt. Kann sich sehen lassen. Okay. Jetzt, wo wir alles verkabelt haben, können wir als letzten Schritt noch die Drehzahlkorrektheit überprüfen. Wir fahren hoch, bis der Teller seine Solldrehzahl erreicht hat. Erinnern Sie sich noch an den Hochfahrtest in diesem Video? Approach the lot area. Do not approach the lot area. Please stand by for further instructions. Schnell noch ein Check der Drehzahlkorrektheit. Ja, auch das kann man erstmal so lassen. Superfein geht's nur mit Stroboskop. Und nun komme ich endlich zu dem eingangs schon erwähnten Überraschungseffekt. Sie erinnern sich, ich hatte für den Umbau nur 3 Gründe: das Hitzeproblem, die Kabellängen und Entrümpelung. Als ich meine Anlage reaktivierte, hatte ich deshalb nicht die geringste Erwartung, dass sich da klanglich etwas besonders verändert oder gar toll verbessert hätte. Hätte ich solche Hoffnungen gehabt, könnte man mir vorwerfen,
ein psychoakustisches Phänomen habe bei mir zugeschlagen. Ich hätte womöglich den Klang der Anlage nicht wegen der Kühlkörper, sondern aufgrund meiner höher geschraubten Erwartungen illusionär als verbessert wahrgenommen. Ganz im Gegenteil habe ich aber die sich mir bietende Überraschungen erst einmal hartnäckig ignoriert, denn ich dachte, René ist auf der Hut, der lässt sich von solchen Psychotricks nicht so schnell reinlegen. Aber je mehr wohlbekannte Stücke und vertraute CDs ich spielte, desto überzeugender verwandelte sich die scheinbare Illusion in eine Tatsache. Verblüffend bessere Dreidimensionalität, die Bühne reichte deutlich weiter nach hinten, die Musik war strukturierter, auch nach vorn und oben, nicht aufgeblasen, sondern voluminöser durch Druck und Detailschärfe. Ich konnte die Klanglandschaft noch tiefer und präziser sondieren, die Bausteine waren deutlicher gegeneinander abgesetzt. Wenn Sie wissen wollen, wie die Veränderung prozentual einzuschätzen ist, würde ich sagen, ungefähr in der Dimension eines Kabelwechsels oder der Hinzufügung guter Absorberfüße. Das bedeutet für alle, die das Phänomen kennen, eine ganze Menge ist passiert und für Zweifler gar nichts ist passiert. Ich fand mich damit ab, dass dies nun eben mal so ist und wollte meine Arbeit abschließen. Da kam mir eine Synchronizität zu Hilfe. Kennen Sie das Phänomen Synchronizität? Schon wieder so eine zwielichte Sache. Deshalb lasse ich mich nicht weiter darauf ein und erzähle nur, am nächsten Morgen beim Frühstück schickte mir YouTube aus geheimnisvollen Gründen, Zufall oder Synchronizität, das wird ungeklärt bleiben, diesen Videovorschlag. Und ich klickte drauf wie die hungrige Henne nach dem Korn. Da Sie das Video ja selbst ansehen können, will ich es kurz machen. John Darko spricht zwar mehr über das Fernsehgerät als Klangverschlechterer, erwähnt aber auch eine Zeit, in der er ein Sideboard bzw. Lowboard zwischen den Boxen hatte, welches der Fokussierung von Klängen besonders abträglich war. Da waren meine 2 Racks vergleichsweise harmlos, aber sie brachten durch die teilweise gar nicht ständig benutzten Regalbretter immerhin knapp 6 Quadratmeter Fläche ins akustische Spiel. Außerdem haben sowohl der Ansutz Stromverteiler als auch die Plinius nun eigene bombenfeste Basen, was sicher auch einiges zu der Verbesserung beigetragen hat. Eigentlich hatte ich ja geplant, hier in Zukunft meine Schinken zum Lufttrocknen aufzuhängen. Aber die Umbauaktion war so erfolgreich, dass jetzt die Hitze über dem Gerät gar nicht mehr so toll ist. Naja, auch gut, dann kaufe ich in Zukunft meine Räucherschinken eben wieder im Geschäft. Nach dem Ende dieses Videos schauen Sie doch bitte gleich bei sich selbst zu Hause mal nach, ob Sie irgendwelche störenden Klangerzeuger zwischen den Lautsprechern haben und ob wirklich alles toll entkoppelt ist. Tschüss.